Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. So steht's im 2. Vers der Schöpfungsgeschichte, noch vor dem allerersten Schöpfungsakt. Das ganze Rätsel mit allen Tipps kannst du dir hier nochmal anschauen. Welches physikalische Geheimnis in diesen 7 Bibelworten steckt, das verrate ich dir heute. Wusstest du, dass es kurz nach dem Urknall eine gewaltige Schlacht gegeben hat? Welche das war, lassen wir uns von 100 Sekunden Physik erklären. Sobald ein Teilchen auf ein Antiteilchen trifft, also Materie auf Antimaterie, löschen sich die Gegenstücke gegenseitig vollständig aus. Dabei wird die als Masse gespeicherte Energie in Form von Photonen freigesetzt. Auch im Universum gibt oder zumindest gab es von Natur aus Antimaterie. Nach dem Urknall entstanden Materie und Antimaterie zu nahezu gleichen Teilen. Doch aufgrund der Tatsache, dass wir überhaupt existieren, muss es einen kleinen Überschuss an Materie gegeben haben. Andernfalls hätten sich die Gegenstücke ausgelöscht und unser Universum wäre bis auf Strahlung vollkommen leer. Unter jeweils 2 Milliarden Teilchen gab es wohl ein Teilchen mehr Materie als Antimaterie. Diese Überbleibsel sind unser heutiges Universum. Die Schlacht fand also zwischen Materie und Antimaterie statt. Aber Billiarden Teilchen beider Sorten vernichteten sich gegenseitig und übrig blieben nur wenige Materieteilchen, nämlich genau 1 pro 1 Milliarde. Obwohl, so wenig war das eigentlich nicht, denn aus diesen Resten ist alles entstanden, was es gibt. Alle Sterne und Galaxien, alle Planeten, alle Lebewesen, also auch wir. In meiner Vorstellung war diese Schlacht sehr chaotisch. Apropos, direkt danach kam gleich das nächste Chaos. Welches das war, kannst du dir hier nochmal anschauen. Kurz nach dem Urknall gab es also 2 Chaoszustände. Nach dem Urknall entstanden Materie und Antimaterie zu fast gleichen Teilen, aber eben nur fast. Das Seltsame daran ist, aus physikalischer Sicht hätte es eigentlich gleich viel sein müssen. Und warum es anders war, ja, dafür haben die Wissenschaftler bislang noch keine hinreichende Erklärung gefunden. In der Bibel gibt es etwas, das man mit diesen Chaoszuständen in Verbindung bringen könnte, nämlich den Leviathan. Es gibt aber auch noch eine ganz andere Deutungsmöglichkeit. Das Wort Leviathan kommt aus dem Hebräischen und bedeutet der sich Windende. In manchen Bibelübersetzungen wird der Leviathan als Chaoswesen bezeichnet. Gott besiegte also das Chaos, indem er darüber schwebte und sich das Spektakel von oben anschaute? Fehlten nur noch Cola und Popcorn oder was? Wie? So war das nicht? Und wie war das dann? Rachav im Piel heißt schweben. Dieses Verb Rachav im Piel kommt nur 2-mal im Alten Testament vor.
Und damit wir die Bedeutung genauer anschauen können, schauen wir uns mal die zweite Stelle vor, an der es kommt. Eine wunderschöne Bildrede aus dem 5. Buch Mose 32, 11 und 12. Dort wird Israel mit einem jungen Adler verglichen, der gerade das Fliegen lernt, und Gott mit einem Adler, der auf diesen jungen Adler aufpasst. Und die Verse lauten so: Wie ein Adler sein Nest aufstört und über seinen Jungen schwebt, da ist das Verb, seine Flügel ausbreitet, sie abzufangen und hinaufzutragen auf seinen Schwingen, so leitet ihn, nämlich Israel, der Herr allein. Also da ist ein Adler, der schwebt, Gott, der schwebt und der in einer ständigen Bereitschaft ist, wenn der Jungvogel, der gerade aus seinem Nest hinausgeschubst worden ist und bei den ersten Flugversuchen ist, irgendwie in Turbulenzen gerät, dann ist er bereit einzuspringen und mit seinen Schwingen drunter zu fahren, um ihn aufzufangen. Da ist ein Adler in dieser Grundbereitschaft. Er schwebt ganz ruhig, aber er hat die Bereitschaft zum sofortigen Eingreifen, sobald irgendetwas passiert. Und das scheint mir auch in Genesis 1, Vers 2 genau die Bedeutung zu sein. Der Geist Gottes schwebt über den Wassern, ein Partizip, was eine Durativbedeutung hat. Er war die ganze Zeit am Schweben über den Wassern. Beim nächsten Film geht es um den einzigen Unterschied zwischen Urknalltheorie und Schöpfungsgeschichte, der mir aufgefallen ist. Aber der hat es in sich. Damit du das nicht verpasst, abonnierst du am besten jetzt gleich meinen Kanal. Bis dann! In meiner Vorstellung war diese Schlacht sehr chaotisch. Apropos,